Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute werden wir einen kleinen Kampfstab bauen. Der soll nicht allzu lang werden. So irgendwas so um 1,60 Meter rum würde ich den machen. Ich hoffe, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dabei. So Leute, dann fangen wir mal an mit dem Spitzenschutz. Dann nehmen wir wieder das Stück, was wir bei dem Schwert ausgeschnitten haben zum Beispiel, oder halt aus anderen Waffen. Schneiden dann, ich mache jetzt mal 2 Stücke, so Pi mal Ohrenmaß, so 5 cm, mehr brauchen wir nicht. Die kleben wir dann wieder von beiden Seiten an, nehmen wieder Lederstücke und dann machen wir erstmal auf beiden Seiten den Spitzenschutz dran. Leute, der Kleber ist jetzt hier soweit trocken. Dann gehen wir wieder hin, schneiden so ein bisschen überlappend ab. Wie gesagt, ihr habt das ja hier so ein bisschen überlappend nochmal drüber. Das war dann ein bisschen dicker, aber nicht schlimm. Und dann gehen wir nochmal mit ein bisschen Kleber, das könnt ihr dann halt auch mit Pateks machen, nochmal so ein bisschen drüber, um das Ganze dann, dass das auch wirklich gut zusammenhält. Das macht ihr dann wieder auf beiden Seiten. So Leute, die Spitzenschutzdinger, die sind jetzt fertig. Ne? Jetzt habe ich mir aus einer normalen 1 Meter Matte, also 1x40, was ja mittlerweile bei manchen oder den meisten ja das Standardmaß ist, das habe ich jetzt so in die Mitte getrennt, also 20 cm x Meter ist das jetzt. Und dann gehe ich dann hin und fange dann schon mal an einer Stelle an. Das legen wir mal auf Seite und fange schon mal an, den Kernstab einzukleben. Das mache ich dann quasi mit beiden Teilen, also auf der kompletten Länge. Fange jetzt erstmal an einer Seite an. Leute, dann geht es weiter mit der Verklebung. Habe schon mal einen Teil vorgeklebt mit Heißkleber und das letzte Stück machen wir jetzt wieder mit Pateks. So Leute, dann lassen wir das Ganze jetzt noch was trocknen und dann können wir hier ein bisschen beischneiden und schleifen das Ganze rund. So Leute, dann geht es mal weiter bei dem Kampfstab. Jetzt habe ich hier erstmal die Ecken abgeschnitten. Jetzt setzen wir da nochmal, das heißt die Ecken, die Enden, setze auf beiden Seiten nochmal ein Stück Matte drauf. Nochmal so als zusätzlichen Schutz erstmal. Da kommt aber nachher noch mehr dran. Das ist jetzt quasi nur für das Ende. So, das Ganze machen wir auf beiden Seiten. Können dann natürlich auch 10er Matte nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal 5er. So, dann haben wir hier die Enden soweit schon mal fertig. Jetzt gehe ich mal hin, nehme mal mein Maßband und guck mal, ob die komplette Länge. Da sind wir bei. Ja. So. Das Ganze soll noch ein paar Metallbeschläge kriegen. Ich habe hier schon mal so ein paar Linien vorbereitet und auch noch ein paar Materialteile. Das sind jetzt so 3 mm dicke Teile, 5 cm breit. Ich fange jetzt einfach mal an.
So Leute, das hätte ich fast vergessen. Wir müssen das Ganze immer noch glätten. Ne? So. Das drauf. Hier rein. Dann noch den Heißföhn. So Leute, der Rohling ist jetzt fertig vom Kammstab. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen noch ein paar Metallbeschläge dran. Hier kommt dann quasi Leder von hier bis hier. Ein bisschen Holz, ein bisschen Metall, die Zwischenräume noch ein paar schöne Beschläge und Muster rein. Ja, das ist schon mal so der grobe Bau für einen Kammstab. Das Ding ist jetzt nicht wirklich lang, nicht so ganz 1,60, sollte ein paar Zentimeter länger werden, aber naja gut, hat nicht so ganz gepasst. Ja, aber ich denke mal, das ist schon mal ganz okay. Ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn ich dann anfange, das ganze Teil hübsch zu machen. Bleibt mir treu. Wir sehen uns.